An der Saar sind wir. Ein Riesenfrachter, der gerade bei uns vorbeifährt. Eine gute Gelegenheit, um ihm zu folgen. Ob wir das können, werden wir gleich mal sehen. Aber das Ding ist ziemlich lang. So, wir können. Die Frage ist, ob wir es schaffen. Schaffen wir das noch? Schaffen wir, ja. Ablegen? Ja, ablegen und... So, Marlene. Ja? Zeig dir jetzt, wie man ablegt. Du machst das auch. Oh Gott. Du schaltest den Querstrahlruder an, dass der bereit ist, falls man braucht. Genau. Ja, eine. Genau. Das war's schon. Jetzt gehen wir raus, machen die Leinen los. So, Leinen los. Ja, was tun wir? Wir sind eine Woche auf einem Hausboot unterwegs auf der Saar. Machen erstmal hinten ab. Da kann man nämlich Urlaub machen. Und das testen wir jetzt mal über Ostern. Heute ist der 10. April. Das sind die hinteren Leinen. Einfach hier. Das ist ein spezieller Knoten. Der heißt wie, der Knoten? Das ist der Kreuzknoten Kreuzknoten. zum Festmachen. Da zeige ich euch nachher beim Anlegen, wie man den macht. Können wir hier hinten schon mal die Leine hinlegen. Jetzt hält er nach vorne. Da sind wir. Ja, zusammen mit Joy Life Boats. Unser Boot. Da vorne sind noch 2 Stück. 5 im Ganzen schon fertig. Jetzt mal schnell rüber. Da ist der Frachter schon weg. Legen die Leine. Drücken uns ein bisschen weg. Sag mal, Das war's schon. der ist jetzt relativ schnell, der Frachter. Können wir den noch einholen? Ja, das Können wir. versuchen wir jetzt. Das versuchen wir Du jetzt. kannst jetzt loslegen. Bisschen mit dem Querstrahlruder nach rechts. Oben, genau. Du bist noch nie gefahren, Marlene? Nein, noch nie. Noch nie. Ich weiß gerade nicht, Ja, was ich tun ja, soll. genau. Du kannst jetzt schon Gas geben. Nach vorne die Steuerknöpfe, genau. Einfach in den Spiegel gucken, ob da keiner kommt. Ja. Sieht gut aus. Und jetzt fährst du schon. Ich fahre schon, ja. Ja. Soll ich ein bisschen Gas Krass, geben? krass, wir legen schon ab. Wir sind, Vollgas. los geht's. Ja, aus, du brauchst jetzt nicht mehr. Genau. Das ist ja der Piepsen, genau. Jetzt musst du ein bisschen wieder gegenlenken, weil du bist schon viel. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Guck dir mal das Gesicht an von ihm. Voll konzentriert. Ich überlege gerade, ich muss doch lenken. Warum lenkt er nicht? Okay, es dauert ein Das bisschen. dauert ein bisschen. Genau. Ist nicht wie beim Auto. Ja, kommt nicht sofort. Ja, verstanden. Du musst leiden mit dem Du machst das sehr gut. Heckstrahlruder. Kannst du. Und hier siehst du halt, du fährst mit 2,5 kW ungefähr. Kannst ruhig ein bisschen draufdrücken. Unten links ist die Cerveza, da siehst du, wie sie jetzt geht. Genau, so 4,5 ist ganz gut. 400 kW. Ja, ich bin gerade eben beim Rausgehen, bin ich fast durch die Scheibe getreten, denn die sind gut geputzt. Also wenn man die kriegt, ihr putzt das schon ordentlich, oder? Ja, wir nicht, aber wir haben eine Putzfirma, die das macht. Die machen das sehr gut. So, Gefühl bekommen, wie viel man lenken muss, ja. Ja, das kommt aber, wenn man eine halbe Stunde gefahren bist. gibt es da rote Ampeln auch auf dem Nee, nur vor der Schleuse gibt es Ampeln. Wenn die auf Rot sind, darfst du natürlich nicht in die Schleuse. Und wenn die grün ist, das wirst du gleich sehen, dann darfst du da rein. Aber vorher rufen wir an, das wird gleich die Lydia. Genau, machen, wir haben hier damit ihr unser das seht. Handbuch und da sind alle Infos für den Kunden und ganz hinten haben wir die Telefonnummern von den Schleusen. Das heißt, wir sind jetzt bei Kilometer 30 in der Saar. Kilometer 30, dann ist ein kleines Schild. 30, seht ihr es? Und hier sind die Schleusen, Schleuse Mettlach bei 31,5. Das heißt 1,5 Kilometer. Wir müssen jetzt anrufen, wir müssen uns anmelden. Das mache ich jetzt mal, damit ihr mal seht, wie das geht. Ist da immer jemand an den Schleusen? Ja. Ja. Okay. Preis fürs Schleusen, was kostet das? Gar nichts. Gar Null. nichts. In Deutschland 0. Ach, echt? Ja. Echt? Endlich mal was. Was gibt's in Deutschland Ich hätte noch? sagen sollen, haben wir schon. Ist im Ach so, Preis, ist im- haben wir bezahlt. Joy Life Boat. Nee, Quatsch. Ist Guck mal hier, wie Profi hier schon. Guck dir das mal an. Warte, ich zeig das mal gerade, Willi, wenn du mich mal gerade dahinter gehen lässt, dann film ich mal gerade. Ich hätte meine gelbe Jacke anziehen sollen. Denk dran, Kinder an der Schule, die musst du vorlassen. Am Zebrastreifen. Ja, guten Tag, Lydia Ruff ist hier. Wir kommen mit dem Joy Life Hausboot zu Berg, sind kurz hinter dem Frachter. Ja,
dann fahren Sie hinter dem Frachter in die große Kammer. Das ist super. Okay, vielen Dank. Da macht er noch ein Sportboot. Das fährt auch noch hinter Ihnen. Ah, okay, super. Ja, das ist Bescheid. Alles klar, danke schön. Jo, bitte. Jo, tschüss. Tschüss. Ein Sportboot. Okay. So, du musst jetzt Speed machen hier. Ich habe mal Bilder. Nee, ist gut. Ist gut. Ja, das schaffen wir So, noch. sind wir schneller als... Aber Ja, der braucht ein bisschen länger, der Frachter, um in die Schleuse zu kommen. aber es ist Von wirklich daher. eiskalt, ne? Und der Schleusenwärter hat jetzt gesagt, wir dürfen da rein. Das heißt, die werden auf keinen Fall ohne uns schleusen. Die warten jetzt auf uns. Oskar? Aus? Ist das schön? Ja, Warum? weil ich jetzt meine Füße ins Wasser machen werde. Nein, mach das nicht. Doch, ich darf. Darfst du? Ja. Hast du gefragt? Okay. Wenn du nämlich hier reinfällst und das Boot. Ich hab extra. Okay, mal ist ja vorsichtig. Ja, Ich habe ihn gefragt, er hat gesagt, er darf die Füße reinmachen. ja, Ja. Gut. der Motor ist hinten, von daher. Motor ist hinten. Ah, ja. Nur nicht reinfallen. Und? Stimmt, kann er. Ja. Welche Temperatur hat es? Mit dem dicken Zeh mal fühlen. Ist warm? Nee, kalt, aber angenehm. Oh, Kalt, aber angenehm. Kalt, aber angenehm. Okay, jetzt sehe ich da vorne ist er jetzt schon, wird das schon ist noch schmaler, nicht ne? Ja. Und das dauert noch ein bisschen. Soll ich trotzdem noch auf der Spur, also jetzt... So ist gut. Das sind jetzt ungefähr Das 6 Meter, Ah, okay. 7. So. Okay. So, sie macht das gut? Sehr gut. Optimal. Ich muss nichts machen, nichts sagen, nicht eingreifen. Perfekt. Ja, ich habe ja gesagt, bring dieser Frau die wichtigen Sachen bei und du musst nicht mehr arbeiten. Ist ja, Das war dein Plan. Ne? ja, genau. Toll. Gut zu wissen. Du hattest aber einen Heidenbammel, oder? Eigentlich hast du gesagt, wie geht das in der Schleuse? Ja, die Schleuse, vor der Schleuse habe ich ein bisschen Bammel. Ich bin dabei. Da habe ich Respekt davor, ja. Warum? Ja, ich weiß nicht, so diese Enge und so wie man das von außen sieht. Ich war noch nie in einer, ich weiß es nicht. Jetzt muss ich mal blöd fragen, da diese 6,6, das ist die Geschwindigkeit Genau, kmh. in km/h. Also nichts umrechnen, Knoten. Nee, das ist die kmh. So, jetzt fährt hier Madame. Sag mal so, die Erscheinung, Leute, die das draußen sehen, die sind schon begeistert, Ja, oder? total. Also du bist absoluter Blickfang damit und ständig Fotos gemacht und Fragen gestellt und ja, damit musst du ja rechnen. Wenn ihr anlegt, dass Leute vorbeikommen und gucken. Gibt es Leute, die eigentlich komplett auf dem Hausboot leben, weißt du das? Ja, gibt's, aber ist wohl nicht so einfach von Bürokratie, dass das ein Wohnsitz ist und so, ja. Aber es geht wohl irgendwie. Du weißt, in Deutschland ist alles erlaubt, was nicht verboten ist. Ja, genau. Und nicht umgekehrt. Genau. So, der hat aber Power da vorne, ne? Das Ja. Fahrgastschiff. Ist das Mettlach, Saarschleife? Kommen wir da vorbei? Genau. Ja, könnten wir vorbeifahren, fahren wir aber jetzt nicht, das wäre jetzt zu weit. Wir fahren in die Schleuse und schleusen einmal bergauf und dann drehen wir wieder und fahren wieder zurück. Sag mal, mir hat eine Kollegin erzählt, es gibt Schleusen mit Fernbedienungen. In Frankreich und Frankreich. Genau. Aber hier nicht. Hier nicht. Hier rufst du an und sagst, Genau. hallo, da bin ich. Und wie lange hat die auf, die Schleuse? Bis Sunset, oder? Die hat, glaube ich, 24 Stunden, ne? Ja. Die meisten haben 24 Stunden. Und wie ist das definiert, wann ich fahren darf, solange ich noch was sehen kann, oder wie? Genau, bis zur Dämmerung, sagt man, also klar, also nicht, wenn es dunkel ist. Okay. Dämmerung, da musst du schon angehen. Das heißt aber jetzt im Sommer bis 10 Uhr abends kannst du? Ja, genau. Stimmt, im Sommer ist natürlich immer langweilig. So, damit nicht immer stehen musst, Ja. ist hinter dir ein Stuhl. Könnte ich, ja. Ja, genau. Könntest theoretisch Könnte ich, ja. dich setzen. Der Captain Seat. Der Captain, Der ist auch höhenverstellbar. ob das wieder Sinn macht. Ja, es gibt ja so die diverse Fachbegriffe. Die VIP-Cabin wäre dann hier. Oh ja. Und die Owner, ne, wie nennt sich der nochmal? Master Bedroom? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist nicht mein Sprachgebrauch. Also jetzt siehst du auch hier links, das ist die Attraktion Nummer 1. Du wirst gefilmt, fotografiert. Echt, die fotografieren uns? Oder wie? Ja, Ich habe gedacht, die Saarschleife. wir sind dann in der Saarschleife.
So, das heißt, wenn wir jetzt winken, winken die auch, oder wie? Claro. Krass. Das klappt. Das ist Aktion-Reaktion, ne? Du hast doch einen geilen Job, Lydia. Schön, ne? Es gibt Schlimmeres, ne? Ja. Sag mal, wenn das Boot, kann das auch mal schief liegen ein bisschen? Kann man das tarieren? Oder wie? Nee. Es läuft immer gerade. Ja, ja. Gut. Nee, wenn meine Frau gerade auf der rechten Seite ist, kann es sein, dass ein bisschen nach rechts. Soll ich mal übernehmen? Ja. Willst du schlagen? So, warte mal. Wenn du gerade ein Stück zurückgehst, Willi, geh mal gerade ein Stück zurück, dann filme ich mal gerade, damit wir das mal zeigen. Das ist real hier gerade. Das ist kein Photoshop und Greenscreen, sondern da vorne rechts ist meine Frau Marlene. Ja. Ganz vorne ist der Sohn, der noch da ist. Da musst du gucken, wenn er nämlich ins Wasser fällt, dann geht er erstmal unter das Boot. Ja. Sven, Oskar, komm mal da weg, bitte. da kommt er erstmal unter das Boot. Einfach nur aus technischen Gründen. Wobei das YouTube-Video wäre ein Hit. So. Okay. Ist das schön da vorne? Mal. So, da ist sie. So, du könntest jetzt noch eine Ausbildung zum Berufsschiffer machen. Ja. Könntest du denn Kohle von Amsterdam nach... wo fährt man hin, möglicherweise? In die Ostsee? Egal. Egal. Sag mal, jetzt mal ganz ehrlich, das haben wir doch alle noch nie miterlebt hier, oder? Das ist, also ihr schon, aber die meisten, die fahren hier die Sicht von der Saar aus, die ist entspannte. Mega, ne? Das Das ist- ist mega. Ich finde das cool. Haken, Bootshaken. Damit kannst du dich wegstoßen oder wenn mal irgendwie ein Mann über Bord ist, dann kannst du dann so, ne, mit dem Haken hier vorne. Genau. Ja, ist schon wieder ein Foto. Ja, da. Rechts, links. Ist aber Mal krass so. lächeln die. Social Media ist ja euer Freund, oder? Mit den, Absolut. Mama, wo ist denn dein Handy? Das weiß ich nicht. Stimmt, in meinem Rucksack auf Boot. Dann kann ich für die Tante ein paar Bäder machen. ein tolles Schiff. Hausboot. Ein Boot oder ein Schiff hier? Welches? Ein Boot. Ein Boot. Mehr ein Haus. So, gleich werden wir Teil Ja. 5 oder 6 machen. Marlene und die Schleuse werden wir es nennen. Genau. Oder wie zerstöre ich ein 300.000 Euro Boot? Erzähl doch nicht Der sowas. ist aber weg, der Frachter. Den haben wir nicht mehr eingeholt. Wir gucken gleich mal, wenn wir um die Ecke sind. Ich glaube, die Der- warten auch auf uns. Der Willi ist... ach, da vorne ist schon die Schleuse. Ja. So, also, guckt zu beim nächsten Teil. Wir schleusen ein. Bis gleich. Ciao. Große Hausboottour. Erste Mal in eine Schleuse rein. Lydia, da vorne ist die Schleuse. Ja. Und was zu beachten? Was zu beachten? Ja, vorher anrufen, sich anmelden und auch nach den Anweisungen handeln. Jetzt ist gerade die Ampel auf grün. Der Schleusenmann hat uns gesagt, wir dürfen reinfahren hinter dem Frachter. Und jetzt schauen wir mal, ist noch offen, also warten Sie noch auf uns und dann fahren wir gleich rein. So, der kann uns sehen oder ist, Ja, ist sie da? Der sitzt aber nicht da vorne drin. Der hat wahrscheinlich Kameras, oder? Kameras oder er sitzt halt oben drin, je nachdem. So, das ist die Schleuse da hinten. Das sind die Kammern. So sehen die aus. Und die große Kammer, das heißt, da wo grün ist, da ist zweimal grün jetzt. Ja, links ist die kleine Kammer und Ja. rechts hier hinter dem Ach, das ist die große Kammer. die große. Da Okay. sollten wir jetzt reinfahren. Da ist ein Frachter, da ist ein Motorboot und da fahren wir noch mit. So, da fahren wir mit. Und die Marlene, ich zeig's mal gerade, meine Frau steuert die ganze Zeit schon dieses Schiff. Sie versucht um die Ecke zu gucken. Geht das um die Ecke gucken? Ja, ich sehe so. Ich sehe sie schon, ja. Ich sehe die alle da oben. Ach, da oben winken schon wieder Leute. Krass. Das fasziniert die Leute fast noch mehr. Oder so ein Hausboot als... Weil es das halt noch nicht auf der Saar gibt. Das sind die ersten Hausboote, die hier fahren. Auf der Saar. Achso, es gibt es auf anderen Flüssen, sieht man Auf das der öfter. Mosel gibt es ja, aber auf der Saar noch nicht.
So, da ist die Kammer. Und wo sieht man, dass die Kammer zu Ende ist? Ja, wenn du ganz nah dran bist. Achso, da sieht man das Tor. Genau, ja. Da sind so gelbe Markierungen und bis dahin musst du eingefahren sein und dann hinter dir geht dann das Tor zu. Also ich stelle die schlauesten Fragen der Welt. Aber das ist schon eine lange Kammer da. Das heißt also, dieses dicke Ding, was da vor uns ist, das passt da gut rein. Und wir fahren jetzt wahrscheinlich neben das... 2,5 kW. Neben das müssen wir gleich mal gucken. Wir fahren neben das kleine Sportboot. Genau. Wir gucken mal, an welcher Seite er anlegt und dann werden wir dann... Ja, ist gut. Bisschen mehr. So, wie viel kW fahren wir denn? Ja, so mit 1,5 jetzt, das reicht. 1,5 kW, Elektro. Ja, immer langsamer. Kannst du gleich noch schon Heckstrahlruder wieder anmachen, Bugstrahlruder. Echt jetzt, oder? Ja, kannst auch jetzt. So, das heißt, du machst Hecke und Bugstrahlruder an. Spätestens jetzt sagt meine Frau, geh mal rüber. Ja, ich überlege, wann weiß ich, dass ich wirklich gerade bin. Ja. Du stehst noch ein bisschen schräg, aber Ja, das kommt gleich. Das ist durch den Wellengang vom Frachter und so. Also meine Frau fährt gerne auf Gehör. Das ist... Bisschen Ja? rechts, genau. Noch mal. Boah, jetzt sind wir aber hier die Stars an der Schleuse für die Ja. Zuschauer. Da oben ist hier Schaulustige. Ein bisschen. Es geht so weit nach rechts rüber, ist das normal? Soll ich jetzt wieder Gas geben? Willst du übernehmen? Nee. Ja, bitte. Mir wird Ja, ganz es ist schlecht. wirklich sehr eng hier. Ja, bitte. Für das erste Mal ist es nicht so optimal. Mir wird gerade schlecht. Ich bin schon, ja. Alles gut. Und wie war's? Nee, das Fahren selber, aber das da finde ich jetzt eine... Herausforderung. ja, weil Das ist es auch fürs erste Mal. Null Ist normalerweise nicht so. Du hast wirklich Platz oft links und komplett rechts. frei, genau, bist alleine und dann hätten wir das gemacht. Mach mal auf der Rücktour. ja, gerne. Machst du es mal. So, da ist deine Schleuse, Marlene. Ja. Name von der Schleuse, wie heißt sie? Mettlach. Mettlach. Jawohl. So, Schleuse Mettlach. Sieht aber ziemlich neu aus, die Schleuse. Alles von unseren Steuergeldern bezahlt. Jawohl. Richtig so. Und nicht wenn ihr denkt, der Kanal German Television ist ja in Frankreich. Nein. Wir haben ja noch andere Firmen in Deutschland. So, jetzt geht's hier rein. Hausboot. Also wichtig ist wirklich keinen Stress machen, ganz gemütlich. Was Nicht Stress mal- machen? Das heißt, oh, ich muss schnell rein, die wollen hoch und so. Ne? Ganz gemütlich. Wenn es nicht klappt, nochmal absetzen, nochmal neu. Also Ist noch kein Meister. nie mit Geschwindigkeit da rein und nur weil die irgendwie schon warten oder so. Ne? Ganz gemütlich. Wie sieht's aus? Ja, noch mehr? Super. Passt. Dann passt. Sehr gut. So, jetzt wird geschleust. Aha. Ich habe auch die Weste an, die sollte man ja beim Schleusen anziehen. Okay, jetzt gucke ich mal raus, was muss man draußen Sind wir in der Schleuse drin. Und die zweite Person sollte dann... Krass. So, zweite Person zieht auch einen an. Ja, ich mache gerade mal die Kette los. Hallo. Und dann... Ja, du bremst jetzt schon ein bisschen. Du bremst wie? Mit rückwärts. Einfach ein bisschen Rückwärtsgang. Sind die jetzt neu? Die Bremsbeläge habt ihr neu drauf gemacht. Genau. Sollte funktionieren. So. Es geht so detailliert. Genau. Ganz langsam. Kann ich mir gar nicht vorstellen. So, und sie macht jetzt fest hier, oder wie? Sie macht in der Mitte fest, aber nicht richtig fest. Geh mal raus, zeig ihr das. Da darf er nicht richtig festmachen. Das muss ja. Genau. Das Wasser Du kommt ja legst hoch. nur die Leine um Ja. und hältst das fest, zeige ich gleich. Und dann musst du immer wieder den Koller hochgehen, sobald das Wasser steigt. Jetzt gehen wir hier rüber. So, die beiden Mädels gehen zu diesem Punkt hier. Sind in der Schleuse. Okay, und dann nutzen wir jetzt genau. Da gehen wir jetzt gleich ran.
Sag mal, die machen wann zu, die Tore? Wenn ich stehe. Wenn du Wir stehst. werden nicht vorher die Tore zumachen. Wir müssen jetzt nochmal ein bisschen in die Mitte getrieben worden, müssen jetzt nochmal ansetzen. Das heißt, wir fahren nochmal rückwärts und fahren dann vorwärts nochmal dran. Ja, an den Schatz, ne? Bitte? Geht ja an den? Anfang werden. Geht auch. Und aufgeregt? Ja. Ja. Kommt das schon? So. Und jetzt gehen wir hier dran. Nehmen wir es hier unten und halten das jetzt so stramm, bis er steht. Ja. So, Lydia, wenn es nochmal für die Fernsehzuschauer. Einmal drum. Einmal drum hier unten festmachen, damit du nicht so viel Kraft aufwenden musst und hältst du jetzt einfach nur stramm. Stramm halten. Stramm halten. Und gleich geht das Tor zu und dann steigt das Wasser und wir steigen auch und dann wechseln wir jedes Mal hier die Klappe. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. So lange, Ja. oh mein Gott, mir wird schlecht. Bis wir oben sind. Ich bin in der Schleuse. Du hast noch zu mir gesagt, du hast zu mir gesagt, das ist doch kein Urlaub, da muss ich ja laufen was tun. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich muss den Hausstand mitnehmen. Den ganzen Hausstand mitnehmen. Aber ist das schon witzig bis jetzt, ja? Ja, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich, So. werde ich noch mein Leben erzählen, glaube Ja. ich. Das ist, Das sieht man auch nur im Fernsehen oder in der Schule hat man das mal gelernt. In der Ja. Schleuse. ja. So, ich gehe mal nach hinten, dann zeige ich mal die Tore. So, und du bist ja jetzt der Mann. Hast jetzt hier die ganze Technik. Du kannst an der Seite, kannst du auch sehen? Genau. Da sind die beiden. Das ist schon gut hier mit dem iPad, oder? Ja, sehr gut. Also man hat einen super Überblick. Alle Positionen kann man sehen. Normalerweise sieht man auch den Ruderstand. Da stehen jetzt die Fahrräder davor. Aber ja, alles gut. So, dann lass uns mal nach hinten gehen. Genau, da gehen sie schon zu. Da gehen sie schon zu. Schnell, müssen wir uns beeilen. Da sind die Schleusentore. Die schließen sich jetzt. Toll. Kriegt mir noch was für sein Geld. Das erste Mal selber eingeschleust. So, Tore sind zu. Ich überlege gerade, in der Mitte ist ja noch ein kleiner Schlitz, ob der offen bleibt. Wahrscheinlich ist das nicht schlimm. Da fließt ein bisschen Wasser durch, aber so, jetzt geht's schon hoch, oder? Nee, das dauert noch. Dauert noch. Ich übernehme dann ja eh. Ja. So, ich gehe mal hier rum. Da ist die Lydia, Jawohl, immer noch. Job des Jahrhunderts. Okay, ich bin bereit. So, das gebe ich dir jetzt. Ja. Jetzt einfach nur stramm. Ja. Und gleich siehst du, dass das Wasser steigt. Und ab wann wechselst du? Ja, sehen wir gleich, sage ich dir gleich mal. Hast du so im Gefühl, wirst du schon. Geht das nicht dann weg? Die Leine ungefähr waagerecht ist. Ah, es steigt schon. Ja. Ja, ich merke es. Wird langsam, es gibt nach, ne? Mhm. Ist das normal, dass ich näher dran ziehe dann? Nee, ich muss jetzt nichts mehr ziehen. Nee, oder? alles so einfach nur stramm halten. Irre. Der hat aber vorne nicht festgemacht hier, Willi. Der große Dampfer. Der hat wahrscheinlich seinen Strahlruder ein bisschen nach. Der hat festgemacht, aber ich Hat festgemacht, gell? Ja. glaube auch. Sieht man jetzt nicht. Das geht schon schnell, oder? Hier, wenn du überlegst, wie viel. Abmachen. Ja, weil? Da unten machst du jetzt einmal ab. Ja. Hast du die Handschuhe. Ja. Und jetzt machst du hier oben fest. Ja. Und machst da unten wieder. Ja. So, dann hältst du es einfach nur fest.
Ist krass, dass man so 10 Tonnen eigentlich mit einem Finger auch bewegen kann. Ja. Weil du kannst jetzt, wenn du hier jetzt, nein, du kannst ohne Witz, wenn du jetzt hier hingehst Ja. und mit dem Finger gegendrückst, Ja. dann geht das Boot nach hinten. Ist auch. Ja. Habe ich mal probiert bei einem Aha. Fahrgastschiff. Das ging. Ja, in der Schleuse. Da kommt man ja anfassen an der Seite. Ja. Da habe ich es weggedrückt. So, Oskar filmt. Kamera nicht fallen lassen, gell? Der macht mir voll. Aber Kinder und Boote, habe ich mir sagen lassen, muss man schon sehr vorsichtig sein. Am besten tragen die Kinder immer Schutzwesten. Am besten gehst du mal rein, Ja. ziehst mal die Schwimmweste an. Oskar, zieh sie mal bitte. Ja. Ich sehe nicht ganz schön. Trotzdem. Ja, aber das wollen wir gar nicht rauskriegen. Nee, hier nicht. Ist es normal, dass wir so in die Richtung jetzt gehen? Ja, ist nicht schlimm. Treibt manchmal vor Ja. und zurück. Das ist alles okay. Okay, kann jetzt nicht- wieder? Oder? Ja, warte noch ein bisschen. Weil sonst musst du so weit hoch. Ja. Weit. So, gleich sind wir da. Kann man da oben drüber gucken gleich? Ja. So hoch sind wir dann. Ja. Was haben die für einen Sinn, so Schleusen? Frag mich sowas nicht. Nein, das ist eine für Damit das Wasser nicht so schnell fließt. Ja. Genau, auch für Hochwasser. Ja, genau, da abmachen. Und einmal dran und unten wieder fest. Kannst auch hier festmachen, weil er jetzt so weiter rüber ist. Ja, genau. Jawohl. Und so jetzt stramm halten. So sehr Du musst nicht ziehen. Ja. Super. Merkst, du kommst gar nicht weg. Ne? Also es- Ja. Aber es ist wichtig, dass man hier stehen bleibt, weil wenn sich jetzt irgendwas verheddern sollte, dann muss man das Messer holen, schnell hierher und so ein Seil durchschneiden, Okay. bevor man sich Das kann aufhängt. so aber nicht passieren, wenn du das so machst. Das passiert nur, wenn du wirklich festmachst. Ja, so. genau. Das ist sehr, sehr stabil, das Seil. Das würde wahrscheinlich Das reißt nicht. das reißt nicht, das Boot in den Abgrund ziehen. Ja, der Poller wird eher rausreißen. Poller würde reißen. Aber das Seil nicht über die Leine. Genau. Die hält. Cool. So, wir gucken mich mal ein bisschen um. Das ist die Schleuse. Die ist jetzt auch in der Mitte dicht. Ja, ich sehe nichts. Also gerade eben der kleine Spalt, der da war, der ist weg. Hier ist ein bisschen mehr. Und wir kommen höher. So viel kann ich euch sagen. Durch das Hausboot. Ich glaube, das ist, Willi, das ist so ein Thema, Schleusen, wo die Leute am meisten Bammel vorhaben und dann sagen, mach ich nicht, weil könnte ja was passieren. Ja. Aber sagst du, es ist einfacher, als man denkt. Ja? Ja, genau. Das war jetzt sag ich mal, eine schwierige Situation. Weil Die war schwierig. Genau, ja, weil wir den Frachter haben und ein Sportboot noch daneben. Das hast du normalerweise nicht. Du fährst meistens alleine rein oder mit einem Sportboot, aber hintereinander, nicht nebeneinander. Und hast ja gesehen, das war eine schwierige Situation und ist trotzdem ganz leicht zu handeln. Also, Und ich habe auch beim ersten Mal nicht getroffen. Ist nicht schlimm. Nochmal rückwärts, nochmal ansetzen. Keine Hektik. Panik machen, keine Hektik machen. Wir werden niemals die Tore schließen, wenn du noch nicht festgemacht hast. Ja, er reinigt seine Autos da oben. Wie kommt die da runter eigentlich? Ah, der hat einen Kran hier links. Ja. Ja, genau. Hab ich. Und Mädels? Alles im Griff? Alles gut. Chaka. So, langsam kommen wir nämlich da auch mal hoch. So, geh mal hoch, Oskar. Ich. Da oben ist nämlich schon die Schleuse. Das Ende. Ganz viele Schaulustige. Ist ja auch spannend. Also ich würde das auch machen. Ich würde auch gucken. Und da kommt so langsam Staustufe Mettlach zum Erscheinen. Daneben war noch eine Schleuse und da ist noch ein Fahrgastschiff, das ist schon unterwegs.
Ja. Warum werden wir so hoch? Was sagst du? Warum werden wir so hoch? Ach so, weil jetzt das Wasser in die Schleuse läuft und wir werden jetzt hochgehievt. Sehr lustig, gefühlt nach 3 Meter bis 4 Meter gewachsen. Marlene, alles fit? Macht das super. Ja, sehr gut. Stress mich nicht. Stress. Das sag ich immer. Ja, jetzt sind wir schon über den Dingen. Ja, das Sonnendeck ist auch nett. Also wenn man hier sich dann vergnügt. Hast du Internet? Ja. Da, ich gehe mal runter. Nehme euch mal mit. Gehen wir nochmal zu den Mädels und dem Willi. Denn das müssen wir nämlich demnächst alles alleine machen. Hilft ja nichts. So, hier vorne sieht man, das ist der Stand, wo es normalerweise kommt. Das Dunkle. Ja. Siehst du, wie schlau ich bin, Willi? Was ich alles weiß. Hast dich vorbereitet. Muss man gerade so rum. So geht's. Ist schon mal jemand reingefallen von euren Gästen? Nee, Ins Wasser? Nicht, nee. Nee. Also bis jetzt noch keiner erzählt. Vielleicht doch, aber nicht erzählt, weiß ich nicht. Also an Bord habe ich 230 Volt. Genau. Kann alles machen. Strom wie zu Hause. Genau. Fühlt sich auch an wie zu Hause, gar nicht Ja, so. ja, genau. Das ist auch. Das Ist es laut, wenn es regnet eigentlich, das Boot? Nö, Nee, auch nicht. auch nicht. Prasselt nicht wie bescheuert. Nee, ist auch Nee. total angenehm so. Ist auch bei schlechtem Wetter angenehm hier. Gemütlich. So, wie viel Batterie haben wir noch? Also Bordnetz ist immer noch bei 100, ist klar, weil die Solarzellen, die funktionieren. Und Torpedo haben wir jetzt ein bisschen verbraucht. Von 100 sind wir jetzt auf 92. Wäre aber kein Problem, weil der Panda Fischer macht ja immer voll. Nee, wir haben den ja gar nicht dazugeschaltet. Nein, der würde aber... Er würde, genau. Ja, Wir ne? könnten den jetzt schon anmachen zum Beispiel. Also ich sage auch, der kann ja jetzt schon laden. Wir stehen ja wäre alles möglich. So, da hinten kommt noch ein Fahrgastschiff. Also du hast immer viel zu sehen hier, aber heute ist auch viel los. Ostermontag, oder? Das stimmt, ist mehr los wie die letzten Tage. Ist auch noch nicht ganz Saison, also die geht jetzt erst los. Dann hat man immer was zu sehen, das stimmt. So, ich gehe mal zu den Mädels. Hi Mädels. Ja, hi. Guck mal, wie hoch wir jetzt sind. Ich habe das gar nicht mal mitbekommen, wirklich. Also das ist schwuppsdiwupps, war mal oben, ja. So, du musst aber jetzt gleich wieder fahren. Wie nennen wir das? Boot fahren, oder? Ja, Fahren. genau. Wie Ballon fahren. Fahren, ja. Fahren. So, ich glaube, wir sind da. Wir warten aber jetzt, bis der Frachter rausfährt. So, wir warten, bis der Frachter rausfährt, das weiß ich schon. Also der hat sein Auto ja gewaschen. Jetzt geht's wieder nach oben. Der Patrick Reinberg. Haben also quasi alle Zeit der Welt in der Staustufe Mettlach. Also, kleiner Werbefilm für Joy Life Boats. Wir sind in Mettlach an der Saar und die vermieten Hausboote. Und wir machen eine Woche lang eine Tour, gucken uns an, ob einem sowas Spaß macht. Wir haben ganz viele Videos gemacht, da könnt ihr dann gucken, Einweisungsvideos. Unter anderem haben wir euch gezeigt, da oben ist das große Schlafzimmer mit Rundumblick, große Küche. Und wenn ihr Lust habt, so ein Boot zu mieten, dann könnt ihr das machen bei Joy Life Boats. Da ist es. Also wenn ihr das anschließend googelt, Joy Life Boats und Mettlach, dann kommt ihr drauf. Hier noch eine Linsen-Stahljacht.
Danke fürs Einschalten. Abonniert German Television. Ja, macht das. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, das zu machen, Joy Life Boats, da könnt ihr die Tour miterleben. Tschüss. Wir fahren aus der Schleuse raus, die anderen sind schon weg. Was ist zu tun? Jetzt dürfen wir. Ja, aber erstmal, du hast ja erzählt mit Ja, wir müssen hier mal gucken wegen dem Treibgut. Also das ist ganz wichtig. Sonst. Das lassen nicht im Rotor. Genau. Ja. Am besten dann mal abmachen und dann mal so ein bisschen wegschieben. Also jetzt kann ich es komplett. Ja, jetzt sind ja die anderen zwei schon weg. Ja. Und jetzt schieben wir uns ein bisschen zur Seite, in die Mitte. So, Und loslassen. rein, bleibt gut. Sehr schön. Okay. Ja. Marlene, kommst du? Ja, ich komme. Zieh die Handschuhe aus. So, aneinander vorbeikommen nämlich nicht. Das ist der Steuerstand. Das kannst du einfach wieder. Das ist die Schleuse übrigens. Hebel nach vorne. Jetzt sind schon die anderen fast raus. Genau, das reicht. Ach, der Profi hier schon. Ja, ist klar. Noch nicht. Noch So, nicht. bis nach links. Ich mache ja nach links. Das dauert immer ein bisschen, ne? Aber wir sind jetzt Mama. wirklich. Bisschen langsamer. Nicht zu schnell. Ja. Nee, nicht so viel. Genau. Ah, Nicht schlimm. Nee. Ist gut. Mach nochmal das Geräusch. Schön das abwarten. Genau. okay. Ach, das macht nichts, wenn der Fender mal schleift. Genau, das macht nichts. Wenn du nicht zu schnell bist, ist das alles okay. Das heißt, mit wie viel würdest du sagen, soll ich Genau, jetzt erstmal so. Bis So. er sich einpendelt, dann kannst du so langsam steigern. bis ich merke, dass es wirklich hier nicht mehr hier so Genau. schwappt, meinst du auch? Genau, dass du in der Mitte bist ungefähr. Auch das. Ja. Die Qualität der Boote ist toll. Also Danke. auch wie hier die ganzen Türen laufen und alles. Die gehen hier mit einem Finger, kannst du die einfach... Ich glaube, da gibt es auch deutsche Unterschiede, oder? Du kannst auch sehr, sehr günstig kaufen. Also wenn Ja. man... Ich Ja, hab das wollten wir eben nicht. Wir wollten wirklich eine hohe Qualität haben und einen hohen Standard. Und die Leute sollten sich hier wirklich wie zu Hause auch fühlen und nicht wie ja, ein Tiny House oder keine Ahnung, ohne es abzuwerten. Also So, sie kommt hinten mit dem Hintern. Was mache ich jetzt falsch? ein bisschen nach rechts. Ich mache ich schon, ja. Noch mehr? Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Genau, noch mehr, noch mehr. Richtig viel. Ja, das ist gut. Jetzt dann wieder zurück. Marlene hoch. Wieder zurück. Richtig viel zurück. Weiter, weiter, ja. Woran merke ich das? Ja, du siehst das hier, aber der Mann hat die Fahrräder davor gestellt. Ja, man sieht es auch ein bisschen. Guck hier, da ist jetzt gerade. Ruder stehen. Ja, siehst du es? Noch ein bisschen? Dann steht es gerade, genau. Okay. Ah ja, wir können das besser sehen, genau. Siehst du, da unten ist der Motor. Ja. Und das ist gerade. Okay. Da. 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 Jetzt gehe ich wieder so ein bisschen. Bisschen, ja, das hat immer ein bisschen auch mit der Strömung zu tun, aber nicht zu stark, genau. Ein bisschen. Sehr gut. Es ist ja unmöglich, den zum Gleiten zu bringen, oder? Ja, das geht nicht. Geht nicht. Ich dachte, wir machen hinten noch einen Außenborder dran mit 1000 PS. Wasserschiene dabei. das- Ne? Wasserski. Gar nicht so gebaut, dass der gleiten könnte. Ein Verdränger. Ja. Das habe ich nämlich schon gelernt auf der Boot. Es gibt auch Halbgleiter. So, alle Profis werden sich jetzt totlachen und sagen, halt den Mund. Denn das ist ja ein richtiges Hobby, glaube ich, auf dem Wasser unterwegs zu sein. Viele kaufen sich auch so ein Boot Ja, die kaufen sich auch so ein Boot. oder verschartern das. Genau. Es ist einfach Urlaub pur. Merkt man ja, ne? Diese Ruhe hier. Und ihr macht diese Einweisung hier, auch diese Testfahrt mit jedem Kunden? Ja, mit jedem Ja. Kunden. Jedem Kunden. Ist ja schon aufwendig. Muss ja hier, Ja, aber lohnt sich. ja, es muss ja auch eine Sicherheit da sein für den Kunden, aber auch für uns, dass wir ihn dann wirklich auch, dass er dann seinen Turn beginnen kann. Ne? So richtig wieder. Wenn du draußen bist Ich erst. würde jetzt noch warten, ja genau. Lieber am Anfang ein bisschen langsamer. Ich würde jetzt natürlich schon schneller fahren, Ja, aber ja. ich habe auch ein bisschen mehr Erfahrung. Aber Ja. so genau, jetzt drehen wir wieder ein bisschen rüber. Sehr gut machst du das. Du lenkst dagegen, gleich wieder zurück. Direkt wieder? Ja, so wenn du merkst, er geht schon rüber, Okay, dann kann ich dann schon. siehst du, das siehst du ganz gut an den Stangen.
in welche Richtung der geht. Sehr gut. So. Marlene Phillips. Piraten auf der Saar. Ah, okay. So, wir kommen aus der Schleuse raus. Da sind nochmal die Tore. Jetzt überlege ich mal gerade. Direkt wieder. Oh oh. Oh, was? Kommt Weiter, einer weiter. von uns? Nee, das Heck hinten. Das ist gut. Okay, macht das gut. Und wieder zurück. Und wieder gerade. Ja, weiter. Du stehst schon. Nee, Ja, doch. mal kurz. Ja, verwirrt gewesen. Genau. Gut, sehr gut. Jetzt kannst du ein bisschen Gas geben. Dann lässt er sich auch besser steuern. Ja, das stimmt. Ja. Das habe ich auch. Bleibt er besser in der Spur. Nicht zu viel. Was heißt nicht so viel? Ja, so 2,5 würde ich jetzt machen. Okay. Genau. KW. Ungefähr. 2,5 kW, genau. Oh, das geht aber ganz schön flott hier. Ich muss erstmal ein Gefühl dafür kriegen. Genau, das kriegst du dann mit der Zeit. Das Gefühl. Ja, das ist gut. Jetzt habe ich doch ein bisschen mehr. Okay. Ist egal. Ja, ja. So, genau. du weißt ja mal alles. Was ist das für ein Schiff da vorne? Das blaue? Das ist, glaube ich, ein Kranschiff. Aber genau weiß ich es nicht. Kranschiff. Wahrscheinlich holen die irgend so einen Käse aus der Saar, oder? Ich weiß nicht, was die Ein Käse. Ey, pass auf, ich leg mich mal hin. Ich bring den Cocktail, ne? Genau, Herr Herzog. Genau, bringen wir einen Cocktail. Hier steht ja auch nur Fahren unter Alkoholeinfluss verboten. Das heißt, dabei sein ist ja erlaubt. Das gilt nur für den Fahrenden übrigens. Ja? Ja. Okay. Ist ja klar. Du weißt dann, was du tust. Schwer verspiegelt. Hallo. Direkt wieder drehen. Was heißt drehen? Und die? Gleich drehen wir einmal Heißt? 180 Grad und dann gehen wir wieder, schleusen wir wieder, ja. Ich habe gesehen, auf der anderen Seite war es einfacher. Da war so eine Boje, die ist mitgeschwommen nach oben. Ah ja, es gibt Schwimmpfänder, genau, Schwimmpoller. Da kann man Da brauchen wir nicht genau, immer brauchst du wieder. nicht immer wieder abmachen. Hatten wir jetzt nicht. Vielleicht erwischen wir gleich einen, dann musst du nicht immer wieder die Leine nachlegen. Ah, Der schwimmt mit. Der geht Okay. mit dem Wasser mit hoch und runter. Genau. das gibt's auch. Ja, Aber ich finde es gut, dass wir auch mal das normale. genau. So, jetzt kann ich ja schon. Ja, ich Noch ein ruf bisschen. erstmal an Genau, und ruf mal frag mal, wie es aussieht. Man darf nur einmal am Tag, oder? Durch, ne? Mal gucken. Ist so oft, wie du willst. Die kennen wir schon. Ja, ja. So, das filme ich mal nicht. Das heißt, sie spricht jetzt erstmal mit dem Mann in der Schleuse. Genau. Hier ist wenig los auf der Saar, oder? Ja. Das ist eigentlich ein Jawohl, ganz wieder tolles die Gebiet, um Genau. mit dem Hausboot unterwegs zu sein, Genau. weil eben so wenig los ist. Auf der 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 Mosel und Rhein ist Traffic. Rhein dürfen wir ja gar nicht und Mosel ist auch viel los. Ja. Darf man gar nicht im Hausboot fahren oder du brauchst einen starken Motor, einen Genau, Führerschein? du brauchst einen starken Motor, der müssen schafft wir ja warten? nicht. Die Strömung ist zu stark oben rein. Moment. Ja. Was denn? Das heißt, sollen wir noch ein bisschen rausfahren? Ja, ich habe die Talfahrt das erste Mal ausfahren. Ich komme dann nachher wieder hoch für das Fahrgastschiff. Ja, dann komme ich dann sehr wahrscheinlich nochmal hier zu Werk. Okay, das heißt, halbe Stunde? Ja, weiß ich nicht genau. Ich habe auch noch ein Güterschiff in der Talfahrt, der hat sich im Moment gemeldet. Das weiß ich nicht. Okay, Kann ich Ihnen nicht sagen. gut. Dann fahren wir ein bisschen, dann drehen wir. Vielleicht melde ich mich dann nochmal, ja? Alles klar. Ist die Saarschleife jetzt wo? Dankeschön. Die kommt jetzt. Jo, ciao. Saarschleife ist, ja, ist noch ein Stück, aber nicht mehr weit. Also wir könnten jetzt auch dahin fahren. Und weil momentan können wir eh nicht schleusen, könnten jetzt auch zur Saarschleife fahren. Toll, hast du toll gemacht, Marlene. Jetzt können wir nicht schleusen, wegen dir. Warum wegen mir? Du bist schuld. Genau. So, also, wir sind unterwegs. Aus der Schleuse raus. Marlene ist mal wieder hier fast gerade rausgefahren. Ist das schön? Sei nicht frech, ja? Ist das gut? Ich finde, ich mache das gut fürs erste Mal. Ja, finde ich auch. Also ich will es gar nicht machen, weil dann Nee.
Du wirst das beim zweiten Mal machen. Ist ja so, Frauen bauen ja weniger Unfälle im Straßenverkehr, das ist bewiesen. Fahren die auch defensiver mit Schiffen? Kann ich noch nicht sagen. Nee, keine Ahnung. Aber Wie geh bist ich mal du, von aus. wie bist du zu dem Job gekommen hier? Joylife? Weil Joylife könnte ja so vom Namen her. Ja, ist eine längere Geschichte in Kurzversion, eigentlich durch meine Frau, weil sie bei der Firma schon war Ja. und wir auch mit dem Chef befreundet sind. Und dann sollten wir mal ein Hausboot überführen von Andernach nach Mettlach. Das habe ich dann gemacht, weil er wusste, dass ich Bootsführerschein habe. Und ja, und so kam das immer mehr und dann wollte er nicht da einsteigen und das zusammen machen. Und das ist voll unser Ding auch. Wir sind total gern mit Leuten zusammen und sind gern auf dem Boot zusammen. Das passt einfach und so sind wir zu dem Job gekommen. Ja. Ostermontag jetzt, aber ist ja auch, viele sind ja jetzt Netflix am Chillen auf der Couch. Du bist jetzt hier Einweisungen am machen. Ja, ich finde nichts Schöneres wie hier das. Also das fühlt sich nicht wie Arbeit an. Das Nein, hast du gehört, Marlene? Was willst du mir Er sagen? findet nichts Schöneres wie das hier? das hier. Ja, vielleicht sollte ich meinen Beruf ändern. Berufsschifffahrt. Ja. Taxi Marlene. So, da sind wir auf der Saar. Die weltberühmte Saarschleife, könnt ihr ja mal googeln. nee, das ist immer. Ist noch nicht. Nee. Sieht man die auch von unten eigentlich gut? Nee. Ja, von oben sieht man sie schon besser, aber ist auch mal interessant, mal wirklich durch die Saarschleife zu fahren. Von oben zu gucken. Ja, wenn ihr Lust habt, die Fahrt zu machen, dann geht auf Joylife Boats. Mettlach, könnt ihr googeln. Joylife Boats Mettlach. Ich zeige euch mal gerade das Logo. Also hier hinten sieht man auch, der Motor singt so schön. Sieht man, der hat schon Power hier. Ist ordentlich unterwegs. Das ist der Radweg hier. Ist immer ein bisschen was los. Und hier ist das Logo. Also Joylife Boats. Heute ist der 10. April 2023. Ein gelungenes Video, finde ich, um euch ein bisschen Bock zu machen, sowas mal auszuprobieren. Ihr könnt so ein Schiff chartern, mieten und die Termine euch angucken und auch die Preise. Tschüss.